Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch ein weiteres Modell von Jinhao vorstellen. Dieses Modell hatte ich nur relativ kurze Zeit im Internet finden können. Und zwar handelt es sich um den Jinhao 922, also 922. Wie immer werde ich euch den Füllfederhalter ein bisschen beschreiben. Ich habe mir in dem Falle 3 Stück gekauft. Einmal in Elfenbein, in Dark Grey und in Transparent. Und werde euch auch verraten, ja, wo ich ihn her habe, wie viel ich dafür bezahlt habe. Und dann machen wir Maße und Gewicht. Danach machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jinhao 922. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Ich verrate euch da, ob ich ihn mir wieder kaufen würde. Und wenn ich ihn mir wieder kaufen würde oder auch so, wenn ich mir nicht wieder kaufen würde, wo ihr ihn vielleicht noch finden könnt, wenn ihr ein bisschen Glück habt. Ja, dann fangen wir jetzt hier an bei Ink Up Your Pen. So sieht er aus, der Jinhao 922. Ich habe den hier schon mal ein bisschen kombiniert, weil ich ja 3 Modelle habe und wollte euch mal zeigen, dass sie natürlich unterschiedlich oder dass man die auch unterschiedlich zusammenstellen kann, wenn man sich mehrere von diesen Füllfederhaltern kauft. Ich glaube, das sieht dann auch ganz gut aus. Was mir gut gefällt, ist zum Beispiel diese Kombination hier. Und ich habe für jeden einzelnen von diesen Jinhao 922 keine 2 Euro bezahlt. Also nicht mal 1,80 Euro inklusive Versand. Also ein absoluter Schnäppchenfüllhalter. Ich finde, er sieht sehr gut aus. Ist in Kunststoff gehalten, selbstverständlich, für den Preis. Da kann man jetzt auch nicht Metall, denke ich mal, erwarten. Aber ich sag mal so, es ist sogar ein Konverter dabei für den Preis. Und wenn man das bei manch einem deutschen Füllfederhalterhersteller sucht, dann zahle ich deutlich mehr schon alleine für den Konverter. Und jeder von diesen 3 Füllfederhaltern bringt jeweils einen Konverter mit. Also insofern lohnt es sich zumindest mal, diese Modelle anzuschauen. Dieses Grau kommt hier ein bisschen schwarz rüber, aber ich versuche mal hier ein bisschen näher ranzugehen. Da wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Ja, hier seht ihr das. Das ist also eindeutig ein Grau und kein Schwarz. Wenn das auf dem Video so ein bisschen rüberkommt, wisst ihr jetzt Bescheid und könnt das einschätzen. Ja, das Ganze sieht aus, ja, wieder mal so ein bisschen an Sailor angelehnt. Der 1911, der gerade bei der transparenten Version, ich werde ihn jetzt mal wieder hier zusammensetzen, damit das hier auch noch deutlicher wird. Bei dieser transparenten Version, da sieht man schon gewisse, das sieht übrigens auch sehr gut aus, sehe ich gerade, die beiden so zusammenlegt. Sehr schön, gefällt mir. Bei dieser transparenten Version hier, mal ein bisschen reingehen, so. Da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Sailor 1911 gegeben, wobei man natürlich sagen muss, der Sailor 1911, das ist ein Füllfederhalter mit einer 14 Karat Goldfeder. Da sprechen wir von einem Preis von 180 bis 280 Euro. Also insofern ist es jetzt kein Vergleich. Wie gut ist dieser im Vergleich zum Sailor 1911, wobei ich den auch gar nicht habe, sondern es ist einfach so, wenn ihr euch dieses Modell kauft, müsst ihr euch dessen bewusst sein, dass es ein Klon des Sailor 1911 oder dass man es so sehen könnte als Klon des Sailor 1911. Und ja, insofern will ich mal so ein bisschen hier den Füllfederhalter beschreiben. Wir haben hier eine komplette Kunststoffhülle, sage ich mal. Ein Clip, ich mache es jetzt einfach mal hier an dem Eyedropper, der ist recht fest, aber funktional. Mal gucken, wie die anderen so sind. Ja, ähnlich. Ich glaube, da ist kein Unterschied bei allen 3. Ja, die Clips sind alle ähnlich fest. Und schauen wir mal, wie lange es dauert, um den abzudrehen. Jetzt haben wir eine Umdrehung, fast 1,5. Nach 1,5 Umdrehungen ist die Kappe ab. Legen wir den Füllfederhalter mal nebenhin. Schauen uns mal die Kappe an. Ich will es mal hier am Eyedropper zeigen,
weil da sieht man es halt gut, weil man hier durchschauen kann. Jetzt habe ich es schon verraten, ist ein Eyedropper oder man kann ihn als Eyedropper sicherlich nutzen. Zeige ich euch gleich nochmal. Ja, hier die Kappe Kunststoff, hier nochmal mit einem Metallstück, auch hier mit so einer kleinen Mutter und einer Schraube hier oben, eigentlich recht solide verarbeitet. Sieht sehr gut aus, wenn ihr euch das mal hier so anschaut, mit diesem Pünktchen hier oben drauf, sieht schon nicht schlecht aus. Bei den anderen, da ist es ja an der Kappe, ist es halt ganz normal, sag ich mal, also nur der Kappenkopf und da fehlt diese optische Geschichte hier. Clip, wie gesagt, funktional. Eine Innenkappe ist auch vorhanden, wie ihr hier an dem Plastik seht. Kunststoffgewinde auf Kunststoffgewinde, auch kein Problem. Hier Jinhao, es dürfte so ein bisschen so eingraviert sein. Das sieht auch ganz gut aus. Modellnummer ist keine drauf. Wie gesagt, handelt sich um den 922. Clip ist auch ganz gut gestaltet. Wie gesagt, wir reden von nicht mal 1,80 €. Und da finde ich auch hier das Endstück hier oben, finde ich ganz nett gemacht. Okay, dann nehmen wir uns mal den Füllfederhalter vor. Werden wir den gleich mal hier... Achso, halt, ich könnte eigentlich erstmal so ein bisschen in die Hand nehmen. Ihr seht, ist jetzt kein Riese. Zum Maßen und zum Gewicht kommen wir dann gleich. Aber er liegt gut in der Hand. Ist ein recht schmaler Füllfederhalter, also alles, was so in das klassische Design hineingeht. Da würde ich ihn auch mit zuordnen. Und ist aber nicht rutschig, nicht glatt, ist sehr angenehm. Ich mag die etwas kräftigeren, aber der hier liegt sehr gut in der Hand. Zerlegen wir den mal und dann seht ihr hier ist nochmal ein Silikonring. Und deswegen denke ich mal, wenn man das hier noch ein bisschen mit Silikon einstreicht, obwohl hier ein Konverter dabei ist, könnte man den auch als Eyedropper verwenden. Machen wir mal hier den Konverter raus. Können wir mal hier einen Blick reinwerfen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe ihn jetzt hier nicht als Eyedropper benutzt, um euch das mal hier zu zeigen. Also man hat hier zwei Möglichkeiten. Man bekommt einen Konverter dazu, typischen Jinhao Konverter, auch als solcher gebrandet. Und man hat hier die Möglichkeit, ihn auch ohne diesen Konverter dann mit diesem Silikonring, der das mit Sicherheit hier gut verschließen wird, das kann man dann nochmal ausprobieren, kann man ihn als Eyedropper verwenden. Dann wird er nochmal ein bisschen leichter und man hat natürlich eine Riesenmenge an Tintenvorrat hier hinten drin. Okay, ansonsten ein Griffstück schmal, aber funktional. Typischer Kunststoff, Tintenleiter, jetzt habe ich es, und die typische Jinhao Feder mit Kutsche, Jinhao und feiner Feder, also F gebrandet. Typische Feder, da braucht man jetzt nicht so viel zu sagen. Zum Schaft hat man sich hier noch ein bisschen Mühe gegeben, im Gegensatz zu den anderen, die man hat mal einfarbig gehalten. Hier kann man natürlich so ein bisschen noch spielen, sonst sieht es ich sag mal, zu langweilig auch aus. Und da hat man hier noch so ein paar längs, ich sag mal, Rillen eingefügt, die lassen das Ganze noch mal ein bisschen interessanter ausschauen. Und auch hier am Schaftende nochmal hier diesen Kopf da aufgesetzt. Den findet man auch bei den anderen wieder, wenn ihr das mal hier so zum Vergleich seht. Aber hier haben wir natürlich noch so ein bisschen so einen Lichteffekt, weil er eben transparent ist. Und hier, wenn ihr hier so reinschaut, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Und wie gesagt, nicht mal 1,80 mit Versand. Das muss man immer bei der Sache bedenken. Ansonsten gibt es da wenig zu sagen. Dann bauen wir den mal wieder zusammen. Mir gefällt diese Variante hier, muss ich mal. Je länger ich den da liegen lasse, desto besser gefällt mir hier jetzt könnt ihr das auch sehen, diese Kombi hier. Okay, dann kommen wir zum Maßen und zum Gewicht. Dazu muss ich die beiden hier zerlegen, weil den weißen habe ich auch nicht befüllt. Das ist übrigens dasselbe. Die könnt ihr auch als Eyedropper verwenden. Ich will es hier nochmal zeigen. Hier habe ich ihn auch nicht befüllt, aber hier seht ihr auch wieder diesen Silikonring, der das eben dann ermöglicht. Okay, dieser hier ist befüllt und er wiegt insgesamt mit Konverter und mit der Tinte. Ich habe mich hier für Lamy T52 Bronze entschieden. Ich finde, das passt ganz gut zu diesem Grau. Da wiegt er 17,3 Gramm. Also ist jetzt kein super Leichtgewicht, aber es ist jetzt auch kein Schwergewicht. Es ist halt eine Kunststoffkonstruktion mit diesen Metallapplikationen hier. Insofern 17,3 ist relativ normal, liegt auch schön in der Hand, fühlt sich nicht billig an. Insofern sehr, sehr schön.
Im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier vor mir habe, misst er 13,5 cm. Und ohne Kappe, wenn ich ihn so in der Hand halte und ihr seht, ich habe hier eine recht große Hand, da liegt er aber gut drin. Also da habe ich gar keine Schwierigkeiten. Ich kann den so aufsetzen und habe trotzdem hier oben noch genug Raum. Da misst er 11,9. Also es ist schon eher ein kleiner Füllfederhalter, aber es liegt gut in der Hand und ich habe keine Schwierigkeiten damit. Bei 11,9 kann man natürlich auch darüber nachdenken, und zumal es sich um Kunststoff-Füllfederhalter handelt, den aufgesteckt zu verwenden. Und mit der Kappe aufgesteckt misst er 14,6 cm. Und da muss ich sagen, das fühlt sich auch sehr, sehr angenehm an, weil die Kappe auch recht leicht ist. Da merkt man auch nichts vom Kopflastigen. Also insofern, auch wenn ich kein großer Freund davon bin, muss ich sagen, in diesem Fall kann man den durchaus auch aufgesteckt verwenden. Okay, so viel zur Beschreibung und zu Maßen und zum Gewicht. Und dann machen wir jetzt als nächstes, nachdem ich das alles wieder ein bisschen mehr in den Fokus gestellt habe, den Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier den Jinhao 922. Der hat eine F-Feder und ja, ist ein Sailor 1911 Clone. Tinte ist Lamy T52 Bronze. Okay, F-Feder haben wir schon, Papier haben wir noch nicht. Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP, das ist ein D, DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr wie immer jetzt hören, wie der Füllfederhalter hier über das Papier gleitet. Ja, ihr habt es gehört, der gibt schon Feedback, was jetzt nicht ungewöhnlich ist für eine feine Feder, ist schon deutlich. Ich habe schon Federn gehabt, die, ja, ich sag mal, noch weicher waren als diese hier, jetzt im Jinhao 922. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen, dann versuchen wir mal schnelles Schreiben und gucken mal, ob er sofort da ist. Ja, sofort da. Ihr seht, der hat keinerlei Schwierigkeiten mitzukommen. Also alles ganz wunderbar. Und auch wenn man einen Moment offen lässt, hat er da keinerlei Schwierigkeiten mit. Okay, dann versuchen wir nochmal verkehrt herumschreiben. Ne, das geht gar nicht, wie ihr hier seht. Das können wir hier an der Stelle abbrechen. Dann versuchen wir nochmal ein bisschen Variation in die Feder zu bekommen. Mal gucken. Ja, das ist ja gar nicht schlecht, was hier rauskommt. Da kann man mal ein bisschen Druck ausüben. Schaut mal hier und hier. Also, Variation ist schon mal sehr schön. Muss man sagen, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und Tintenfluss, ihr habt es gesehen, auch sehr ordentlich für eine feine Feder. Ja, das war der Schreibtest des Jinhao 922. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jinhao 922. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Jinhao 922? Ich zeige euch hier die 3 Varianten, die ich mir gekauft habe, nochmal. Also ich finde sehr gut, ich hatte es euch gezeigt an dem transparenten, dass hier so ein Dichtungsring mit dabei ist. Hier seht ihr den ganz gut. Da kann man den auch als Eyedropper verwenden und ihr habt neben dem Konverter auch die Möglichkeit, hier in den Schaft eine Menge Tinte einzufüllen. Das gefällt mir sehr gut. Mir gefällt auch gut, dass der Konverter dabei ist. Somit habt ihr die Möglichkeit, ihn, ich sag mal, multifunktional zu verwenden. Einmal mit Konverter, einmal als Eyedropper. Also alles ist möglich. Und was mir auch sehr gut gefällt,
Das alles bekommt ihr für unter 2 Euro. Ich habe nicht mal 1,80 Euro dafür bezahlt, inklusive Versand bei AliExpress. Allerdings muss ich sagen, den gab es auch nur relativ kurz, diesen Füllfederhalter. Und insofern muss ich sagen, echtes Schnäppchen. Und ich finde, der sieht auch, wenn man den Preis bedenkt, die sehen recht edel aus für den Preis. Also gefallen mir schon sehr gut. Schöne Farbgebung, Metallverarbeitung, die Verarbeitung stimmt, kann man gar nicht meckern. Was gefällt mir weniger? Die Feder gibt ein bisschen viel Feedback, finde ich. Aber es ist wie bei chinesischen Füllfederhaltern, hätte ich jetzt nicht den grauen genommen, sondern vielleicht den weißen oder den transparenten, wäre es schon wieder ein bisschen anders, weil die sind manchmal schon ein bisschen unterschiedlich. Und ich hatte schon Jinhao-Federn der Federstärke F, die waren weicher, und dann gibt es wieder welche, die härter sind. Die gehört jetzt eher zu der härteren Variante, aber wie gesagt nicht so, dass es unangenehm wird. Also insofern gibt es da kein Problem. Eine andere Sache ist, er ist relativ schmal. Ihr seht es ja, kann ich hier gut in meiner Hand schon fast verbergen. Das ist aber eine persönliche Sache. Dem einen gefallen schmalere Füllfederhalter besser, dem anderen eben etwas kräftigere. Insofern ist das eine reine Geschmacksfrage und kein negatives Kriterium jetzt hier zu dem Füllfederhalter. Würde ich mir wieder kaufen? Auf jeden Fall. Ich finde, die sehen toll aus, die Teile. Ich kann sie hier nochmal zeigen. Ich kriege immer noch nichts dafür, aber ich zeige es euch nochmal. Wenn man bedenkt, dass ich für unter 1,80 Euro einen Konverter dabei habe, den Silikonring, damit ich ihn als Eyedropper verwenden kann, also mehr kann man dafür nicht verlangen. Die Feder ist auch in Ordnung, also ja, würde ich euch empfehlen. Aber ich habe eben nochmal nachgeschaut, weder bei eBay noch bei AliExpress habe ich aktuell den Jinhao 922 gefunden. Wenn ihr meine anderen Videos anschaut, dann werdet ihr einen Jinhao 80 und einen Jinhao, so kann man kaum was sehen, halten wir den mal so, einen Jinhao 80 und einen Jinhao 82 finden. Die kosten schon im Verhältnis zu unter 2 Euro deutlich mehr. Da müsst ihr so, na, ich sag mal, 4,50 Euro vielleicht rechnen. Das wäre eine Alternative, die ich euch empfehlen würde, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, dieses Modell fand ich eigentlich nicht schlecht, aber ich bekomme es gerade nicht. Aber was kommt dem nahe, was ist ähnlich und wo muss ich nicht so viel Geld dafür ausgeben? Dann würde ich euch, wie gesagt, empfehlen, schaut euch mal den Jinhao 80 und den Jinhao 82 bei mir an. Und vielleicht ist das ja was für euch. Und ansonsten freue ich mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder meine Videos liked. Vielleicht könnt ihr mir auch was erzählen zu dem Jinhao 922, weil ihr den auch im Besitz schon habt und euch nur mal interessiert, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.